Es ist hier. Final Cut Pro 11. Und in dieser kleinen Reihe an Tutorials wollen wir uns alle großen und kleinen neuen Funktionen anschauen. Von der erstaunlichen magnetischen Maske über das zu Untertitel transkribieren, die räumliche Videoverarbeitung und eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen. Ich möchte mit dem beginnen, was ich als Vorzeigefeature bezeichnen würde, die brandneue von KI gestützte magnetische Maske. Im Übrigen, die Version 11 setzt macOS Sonoma 14.6 oder höher voraus, aber zumindest im Fall der magnetischen Maske keinen Apple Silicon Mac, im Gegensatz zu einigen der anderen neuen Funktionen. Intel-Nutzer sind also weiterhin willkommen. Und wenn dir das Ganze gefällt und auch hilft, dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und solltest du hierüber hinaus noch alles andere über Final Cut Pro lernen wollen, dann schau doch mal bei uns auf der Seite vorbei für ein umfassendes Final Cut Pro Training auf Deutsch. Link in der Beschreibung. Schauen wir also, was die Maske so alles kann, und bleibt auf jeden Fall dran, um wie immer einige Power-User-Tipps zu erhalten, die ihr sicher nirgendwo anders gesehen haben werdet. Wer sich mal ein Video über die Maske zum Entfernen einer Szene angesehen hat, weiß, dass eine durch maschinelles Lernen verbesserte Maske an sich für Final Cut Pro nichts Neues ist. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr in der Beschreibung einen Link dazu. Ihr werdet sehen, dass es zwar erstaunliche Ergebnisse liefert und die damals verfügbaren Alternativen in Bezug auf Geschwindigkeit, Qualität und mehr übertrifft, allerdings auch einige unglückliche und unpraktische Einschränkungen hat. Zunächst einmal muss die Aufnahme statisch sein und es wurde eine sogenannte Clean Plate, also ein Bild der Szene ohne dem jeweils zu maskierende Objekt benötigt, damit sie wie erwartet funktioniert. Nun, ich denke, es ist offensichtlich, dass dies der erste Schritt in die Richtung war, in die es gehen sollte, und ebenso offensichtlich, dass es hiermit auch nicht aufhören wird. Wie immer gibt es mehrere clevere und nützliche Wege, die magnetische Maske anzuwenden. Die scheinbar einfachste und direkteste Möglichkeit ist, in der Effektübersicht zur Kategorie Maskieren und Keying zu wechseln und den neuen Filter magnetische Maske wie jeden anderen Effekt auf den Clip in der Timeline zu ziehen. Oder man geht mit dem ausgewählten Clip in das Menü für automatische Verbesserungen unter dem Viewer, wähle es hier aus oder verwende, wie wir sehen können, das jetzt neue Tastaturkürzel Ctrl-Command-M. Und wie ich bereits in früheren Update-Videos erwähnt habe, stehen dir keine der neuen Tastaturbefehle zur Verfügung, wenn du ein zuvor angelegtes benutzerdefiniertes Tastaturlayout verwendest. Aber ihr könnt jeden Befehl im Befehle-Editor mit Option Command K nachschlagen und beliebige Tastaturkürzel vergeben, indem ihr den Befehl auswählt und das bevorzugte Tastaturkürzel drückt. Ob ihr also den Effekt auf den Clip zieht oder das Tastaturkürzel drückt, beides löst ein paar Dinge aus. Wenn ihr in eurer Timeline nachschaut, wird der Clip, auf den ihr die magnetische Maske angewendet habt, vertikal erweitert, um den neuen Editor für magnetische Maske anzuzeigen. Das kommt dir eventuell bekannt vor, wenn du schon einmal den Tracker verwendet oder einen Clip bearbeitet hast, der beispielsweise im Kinomodus aufgenommen wurde. Sowohl diese als auch andere Funktionen verfügen über entsprechende Editoren, wie du sehen kannst, wenn du in der Timeline mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Clip klickst. Im Fall des Kino-Editors ist dieser natürlich nur aktiv und auswählbar, wenn der Clip tatsächlich im Kinomodus aufgenommen wurde. Abgesehen davon stehen im Viewer oben 2 Schaltflächenreihen zur Verfügung, von denen nur ein paar aktiv sind. Standardmäßig ist die neue Plus-Schaltfläche auf der linken Seite ausgewählt. Diese dient zum Hinzufügen von Steuerpunkten zu der Maskenauswahl. Wenn wir einen Blick auf das Informationsfenster werfen, sehen wir, dass nicht der eigentliche Effekt ausgewählt ist, sondern die verbundene Maske, die wir erstellen werden. Die tiefere Bedeutung davon klären wir gleich. Wenn wir mit der Maus über das Bild fahren, sehen wir, dass der Cursor eine Pipette mit einem Plus ist. Ich skimme mal durch den Clip, den ich deshalb ausgewählt habe, weil er in jeder Hinsicht viel Bewegung enthält. Es laufen 3 Personen in das Bild und die Kamera ist handgehalten und bewegt sich hektisch. Zuerst möchte ich zu einem Bild skimmen, in dem das, was ich maskieren möchte, in diesem Fall die 3 Personen, vollständig sichtbar sind und meine Abspielposition hier platzieren.
Jetzt muss ich nur noch auf das klicken, was ich maskieren möchte. Ich beginne mit dem Herren in der Mitte und klicke einfach mit der Pipette irgendwo auf seinen Oberkörper. Und zack, um ihn herum erscheint ein Auswahlrahmen und eine halbtransparente Maske, in diesem Fall standardmäßig in Rot, erscheint als Überlagerung, um mir den Bereich der Auswahl anzuzeigen. Zusätzlich wird in meinem Editor für magnetische Masken in der Timeline ein Keyframe erstellt, der mir anzeigt, wo ich einen oder mehrere Steuerpunkte und damit ein Referenzbild gesetzt habe. Wenn wir den Clip erneut skimmen, können wir sehen, dass die Maske überall außerhalb des Referenzbilds verschwindet. Das liegt daran, dass meine Auswahl auf den Rest des Clips getrackt werden muss. Jeder, der schon einmal den Tracker von Final Cut verwendet hat, wird mit den meisten dieser Schaltflächen und dem allgemeinen Verfahren vertraut sein. Wenn das alles wäre, was ich maskieren möchte und ich mit der Auswahl zufrieden bin, könnte ich jetzt einfach auf die Schaltfläche Analysieren klicken, die jetzt oben links im Viewer zusammen mit fast allen anderen aktiv geworden ist. Aber ich möchte auch die beiden Damen links und rechts von ihm in die Maske einbeziehen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, was ich brauche. Die erste Option ist natürlich einfach. Ich kann sowohl bei der einen als auch bei der anderen mit meiner Plus-Pipette zusätzliche Steuerpunkte hinzufügen, um die vorhandene Maske zu erweitern. Ich klicke mal absichtlich irgendwo auf ihre Beine, um euch zu zeigen, dass ich, wenn ein Teil von ihnen anfangs nicht in der Auswahl enthalten ist, einfach erneut mit meiner Plus-Pipette auf eine weitere Stelle klicken kann, die ich einbeziehen möchte. Und das kann ich so oft tun, wie ich möchte. Sobald ich mit der Auswahl zufrieden bin, könnte ich auf die Schaltfläche Analysieren klicken. Aber um die Spannung noch ein wenig aufrecht zu erhalten, ich würde eigentlich individuelle Masken für jeden bevorzugen. Also drücke ich Command Z, um die letzten Steuerpunkte für die beiden Damen zu entfernen. Und wieder gibt es mehrere Möglichkeiten, zusätzliche Masken hinzuzufügen. Ich kann entweder im Informationsfenster zum Filter magnetische Maske gehen und mit der Maus über die Titelleiste fahren, wodurch diese Schaltfläche zum Hinzufügen von Masken angezeigt wird. Hier haben wir wie immer die zwei bisher bereits üblichen Optionen, sowohl eine Form als auch eine Farbmaske hinzuzufügen, aber jetzt haben wir eine dritte Option. Wir können eine zusätzliche magnetische Maske hinzufügen. Alternativ, wenn wir oben rechts im Viewer schauen, gibt es hier auch eine Schaltfläche neben der Schaltfläche zurücksetzen, mit der wir eine beliebige Anzahl zusätzlicher Masken erstellen können. In diesem Fall natürlich nur magnetische Masken. Ich klicke darauf und wieder passieren mehrere Dinge. Wenn ich mir meinen Clip in der Timeline ansehe, sehe ich, dass dort jetzt magnetische Maske 2 steht und eine zusätzliche Analysespur hinzugefügt wurde. Im Informationsfenster sehen wir eine zweite Maske, die jetzt ausgewählt und grün ist. Natürlich kann ich bei Bedarf auf eines der Farbfelder klicken, um eine beliebige andere Farbe auszuwählen. Zurück im Viewer habe ich wieder die Pipette mit dem Plus ausgewählt und kann jetzt einfach auf eine der Damen im Viewer klicken. Ich wiederhole das Ganze und wähle die andere Dame aus. Dem Editor wurde eine dritte Spur mit einem Referenzbild und einer dritten Maske in lila im Informationsfenster hinzugefügt. Wenn ich die aktuelle Maske oder in diesem Fall die Masken überprüfen möchte, kann ich einfach die magnetische Maske selbst in der Liste im Informationsfenster auswählen und die Masken sowie der jetzt ausmaskierte Hintergrund verschwinden. Man beachte die Details im Haar. Das ist meiner Meinung nach ziemlich beeindruckend. Wir sehen auch, dass durch die Auswahl einer Maske sowohl die Auswahlkontur als auch die nur dieser Maske zugehörigen Steuerpunkte im Viewer angezeigt werden. Wenn ich allerdings nur die Überlagerung und Steuerpunkte ohne die Kontur sehen möchte, klicke ich einfach auf die Schaltfläche oben rechts im Viewer, die mit dem kleinen Auswahlrahmen als Symbol. Und wenn ich nur die Überlagerung für die aktuell ausgewählte, also aktive Maske angezeigt haben möchte, deaktiviere ich einfach die Schaltfläche rechts daneben mit dem kleinen Ebenensymbol. Aber das eigentlich Wesentliche ist natürlich die Qualität der Maske über Zeit. Wenn ich wieder links oder rechts von den Referenzbildern skimme, sehe ich, dass noch immer keine anderen Bilder maskiert wurden. Denn ich muss zuerst meine Auswahl auf den gesamten Clip anwenden bzw. tracken. Und da ich 3 Masken habe, muss ich das für jede Maske einzeln tun. Wenn ich eine der 3 Masken auswähle, was ich entweder im Informationsfenster oder im Editor für magnetische Masken in der Timeline tun kann, erscheinen dessen Steuerelemente wieder im Viewer und genau wie beim Motion Tracker kann ich einfach auf Analysieren klicken, wodurch die Maske automatisch von der aktuellen Position aus bis zum Ende des Clips und dann zurück zum Anfang getrackt wird.
Aber ich könnte auch manuell beide Richtungen einzeln mit einer der beiden Doppelpfeiltasten neben der Schaltfläche Analysieren anschieben. Ich zeige euch auch die erste Analyse in Echtzeit und das auf einem, in Anführungsstriche, alten M1 Max. Wenn ihr einen neueren Apple Silicon Mac habt, insbesondere eines mit mehr und oder schnelleren sogenannten Neural Engines, wird es natürlich noch schneller sein. Während der Analyse wird auch eine Vorschau mit der Kontur und der Überlagerung dessen, was getrackt wird, angezeigt. Auf diese Weise kannst du, falls du eine unerwünschte Abweichung siehst, jederzeit einfach die Escape-Taste drücken, um es zu korrigieren. Aber wie wir sehen können, macht es eine erstaunliche Arbeit und das mit einer mehr als respektablen Geschwindigkeit. Sobald alle 3 Analysen fertig sind, kann ich einfach den Effekt der magnetischen Maske selbst im Informationsfenster auswählen und mir den Clip ansehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin beeindruckt. Vor allem, weil ich kein einziges Bild nachbearbeiten musste. Sogar die fliegenden Haare wurden berücksichtigt und haben eine perfekt weiche Auswahlkante. Ich kann aber auch die Weichzeichnung der Maske mittels dem Auslaufen-Schieberegler für jede Maske einzeln verkleinern oder vergrößern, wenn ich zum Beispiel die leichten Umrisse entfernen möchte. Aber wenn ich mir die einzelnen Masken ansehe, bin ich besonders beeindruckt von der Tatsache, dass einige der Objektüberlagerungen perfekt berücksichtigt und erkannt werden. Zum Beispiel am Anfang das Hemd des Mannes, das die Frau zu seiner Linken verdeckt. Oder der verdeckte Arm der Frau rechts im späteren Verlauf des Clips. Und sie alle wurden nahezu fehlerfrei aus dem Bild herausmaskiert. Sehr cool. Als sehr einfaches Beispiel kann ich einfach mal nach einem Bild, einem Clip oder vielleicht einem der dynamischen Hintergründe suchen und ihn unter dem Clip positionieren, damit sie über einen farbenfrohen Hintergrund laufen. Oder ich könnte jede Maske einzeln aktivieren und deaktivieren und sie mit einem Alpha-Kanal exportieren, um sie zum Beispiel zur weiteren Verwendung an ein anderes Programm ausgeben. Oder du kannst ihnen einen Umriss mit meinem sehr einfachen Stroker-Filter geben, den ich mit dem, welche Überraschung, Stroke oder auch Pinselstrichfilter aus Motion erstellt habe. Einfach Farbe, Breite, Versatz und so weiter nach Wunsch anpassen. Und da ich 3 Masken habe, könnte ich auch einfach 2 weitere Kopien des Clips erstellen und jeder eine andere Kontur geben, indem ich die Masken der beiden anderen jeweils deaktiviere. Übrigens könnt ihr euch diesen Effekt absolut kostenlos herunterladen und ihr findet einen Download-Link in der Beschreibung. Oder ihr fügt sogar einen Titel zwischen oder hinter ihnen ein, um einen zusätzlichen Effekt zu erzielen. Die Maskierung eröffnet also ganz klar viele neue, schöne Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wenn euch viel kreativere und funktionsreichere Konturen ein paar Dollar wert sind, dann empfehle ich euch wärmstens das Outliner Effects Plugin von meinem Freund Brad zu holen, das euch eine ganze Reihe verschiedener stilisierter und animierter Konturen bietet. Aber ihr bekommt auch eine Reihe von sehr coolen, anpassbaren und animierten Formen dazu. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Und auch wenn er mir eine kostenlose Kopie gegeben hat, erzähle ich euch aus eigenem Antrieb davon, weil ich sie echt mag. Ich finde einfach, dass er ein paar wirklich tolle Sachen und eine Menge anderer wirklich cooler Plugins hat, aber dieses hier ist natürlich in diesem Zusammenhang besonders nützlich. Einen Link zu seiner Seite findet ihr auch in der Beschreibung. Okay, aber was ist, wenn ich mein Motiv nicht einfach ausschneiden, sondern die Maske verwenden möchte, um einen Effekt nur auf den maskierten Bereich anzuwenden? Vielleicht einen Weichzeichner, ein Leuchten oder eine Farbkorrektur? Schauen wir uns einfach ein weiteres Beispiel an, sowie eine alternative und viel effektivere Möglichkeit, die magnetische Maske anzuwenden und schauen uns auch mal die letzten paar Werkzeuge in der Symbolleiste an, die wir noch nicht verwendet haben. Hier seht ihr also einen Clip von meinem Lieblingsmodell, wenn auch unfreiwillig, nämlich Peanut, wie sie entlangläuft und, nun ja, ihr Ding macht, wonach sie in den Sonnenuntergang davonläuft. Okay, sagen wir, ich möchte eine Farbkorrektur hinzufügen, um alles außer ihr schwarz-weiß zu machen. Ich könnte natürlich das tun, was ich euch gerade gezeigt habe und die magnetische Maske auf den Clip anwenden, sie ausschneiden, den Clip dann duplizieren und die Farbkorrekturen nach Bedarf an jedem Clip einzeln vornehmen.
aber das ist furchtbar umständlich und ineffizient. Deshalb hat Apple natürlich eine Möglichkeit gefunden, das ganze Verfahren zu vereinfachen. Ich habe euch ja das Maskenmenü für die magnetische Maske gezeigt, in dem ihr eine der 3 Arten von Masken hinzufügen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber fast jeder einzelne Effekt in der Mediathek von Final Cut hat schon immer diese Option. Ironischerweise ist die Zeichenmaske zum Beispiel eine der wenigen Ausnahmen. Ich denke, wir wissen jetzt warum. Um euch das zu zeigen, habe ich 3 beliebige Effekte auf diesen Clip angewendet. Wenn ich im Informationsfenster mit der Maus auf die Titelleiste jedes Effekts gehe, sieht man, dass das Menü zum Anwenden von Masken für jeden Effekt eingeblendet wird. Mit anderen Worten, ihr konntet einen Effekt schon immer auf eine Form- oder Farbmaske beschränken. Wenn wir jedoch auf das Menü klicken, sehen wir, dass die magnetische Maske hier jetzt auch die 3. Option ist. Natürlich ist jede beliebige Farbkorrektur auch ein Effekt und daher kann ich auch hierfür eine der 3 Masken hinzufügen, um eine Auswahl des Bildes zu isolieren, auf das ich die Korrektur anwenden möchte. Okay, jetzt denkst du wahrscheinlich, cool, dann wende ich einfach meine Farbkorrektur oder sonstigen Effektsfilter an und erstelle eine magnetische Maske, wie im vorherigen Beispiel gezeigt, und mache von da aus weiter. Und sicher, das könntest du tun, aber es gibt eine viel einfachere und brillantere Option. Jeder, der meine Videos gesehen hat, weiß wahrscheinlich, dass bisher, wenn man einen beliebigen Effekt direkt auf einen Clip in den Viewer gezogen hat, der Motion Tracker aufgerufen wurde und nach Objekten, Gesichtern und so weiter gesucht hat, an denen er sich festmachen und eine Formmaske anwenden konnte, die man dann tracken konnte. Wie hier. Nun, dieses Verhalten gibt es nicht mehr. Zumindest nicht standardmäßig. Zurück zu meinem Video von Peanut. Ab Version 11, wenn man einen beliebigen Effekt, ich nehme hier mal den Effekt Farbräder, in den Viewer zieht, erstellt Final Cut Pro standardmäßig keine Formmaske mehr, die getrackt werden kann, sondern eine magnetische Maske. Während ich also meinen Effekt über das Bild ziehe, sehe ich die Überlagerungen der Maske, die potenzielle Objekte und Oberflächen erkennt, aus denen die Maske erstellt werden kann. Sobald ich die Maus loslasse, wird der Effekt angewendet und eine magnetische Maske erstellt. Genau wie beim Motion Tracker klicke ich einfach auf die Schaltfläche Analysieren oben links und wir sehen, wie Final Cut automatisch die Maske erst bis zum Ende des Clips und dann rückwärts bis zum Anfang anwendet. Übrigens habe ich die Kamera absichtlich ein paar Mal geschwenkt, sodass Peanut aus dem Bild verschwindet, weil ich sehen wollte, ob ich damit die Maske bzw. den Tracker aus dem Konzept bringen kann. Nun, wenn ich den Clip nach Abschluss des Vorgangs durchskimme, werden wir sehen, dass es einen hervorragenden Job gemacht hat. Und die Tatsache, dass sie aus dem Bild verschwindet, beeinträchtigt die Verfolgung der Maske kein bisschen. Sie wird perfekt innerhalb und außerhalb des Bildes verfolgt. Und wenn man sich ihren Schwanz ansieht, erkennt man sogar eine erstaunliche Detailfülle um die einzelnen Haare herum. Erst gegen Ende, wenn sie immer kleiner wird, verliert die Maske einige Details. Aber ich habe tatsächlich auch andere Apps mit automatischer Maskierungsfunktion und Plugins ausprobiert und alle haben in den letzten Sekunden dieses Clips nicht nur wie hier teilweise, sondern vollständig versagt. Sie waren auch allesamt merklich langsamer. Was kann ich also tun, um die Maske an dieser Stelle zu verfeinern? Nun, ich kann einfach zu dem Bild gehen, bei dem die Auswahl zu groß oder zu klein ist, zum Beispiel hier, wo ein Teil des Pfades zwischen ihren Beinen enthalten ist, aber dieses Mal wähle ich die Minuspipette aus. Damit klicke ich einfach auf den Bereich, den ich aus meiner Maske ausschließen möchte. Dadurch wird ein neuer roter Steuerpunkt anstelle eines grünen hinzugefügt, der signalisiert, dass es sich um eine Subtraktion und nicht Addition handelt. Gleichzeitig erhalte ich in meinem Editor für magnetische Masken über dem Clip in der Timeline an dieser Stelle ein neues Referenzbild angezeigt. Natürlich gilt diese Änderung, wie beim ersten Referenzbild, nur für dieses Bild. Das heißt, wenn ich meine Abspielposition nach rechts oder links verschiebe, wird wieder die alte Auswahl hergestellt. Jetzt muss ich entweder die Maske von hier aus neu analysieren lassen, aber natürlich nur bis zum Ende des Clips, oder wenn ich die Maske nur für ein paar Bilder korrigieren möchte, weil sie ansonsten in Ordnung ist, kann ich auch die Einzelbildanalyse verwenden, die ich über den beiden Schaltflächen ganz links und rechts neben der Schaltfläche Analysieren machen kann. Denn wenn ich den gesamten Clip neu analysiere, werden mein vorheriger Track- und Referenzbild überschrieben, was möglicherweise nicht das ist, was ich möchte oder ideal wäre. Das mache ich mal rückgängig.
Bei der Einzelbildanalyse wird im Analysebereich eine kleine weiße Linie hinzugefügt, die einen einzelnen Keyframe und kein Referenzbild kennzeichnet. Dies ist wichtig, da jetzt die Pfeiltasten nach links und rechts oben links aktiv werden, nachdem ich mehrere Referenzbilder habe. So kann ich zu und von jedem Referenzbild springen, den ich habe. Es wird aber nicht von Keyframe zu Keyframe gesprungen. Und wenn ich übrigens beim Maskeneditor mit der Maus über den blauen Balken fahre, der den Analysebereich definiert, erhalte ich das Bereichsauswahlwerkzeug. Damit kann ich einen beliebigen Abschnitt des Analysebereichs der magnetischen Maske auswählen, woraufhin die Option zum Löschen angezeigt wird. Das kann ich beispielsweise tun, weil ich aus irgendeinem Grund möchte, dass die Maske in diesem Moment nicht aktiv ist oder weil ich einfach einen bestimmten Abschnitt neu analysieren möchte. Wenn ich mit meiner Maske soweit zufrieden bin, kann ich zum Informationsfenster zurückgehen und hier das Informationsfenster für Farbe öffnen und beispielsweise die Sättigung für Peanut erhöhen. Und wenn ich unten zur Außenmaske wechsle, kann ich die Sättigung für alles außerhalb der Maske reduzieren, um es schwarz-weiß zu machen. Das geht super schnell und einfach. Und schließlich gibt es noch 2 zusätzliche Werkzeuge zum Bearbeiten eurer Maske. Die Pinselwerkzeuge, die ihr unterhalb der Analyseleiste findet. Und hier gibt es auch eine Plus- und eine Minus-Version, die ich mal annehme, selbsterklärend sind. Hier habe ich also bereits die magnetische Maske auf diesen Clip angewendet und möchte diesen Herrn, der einen Bodyslam ausführt, zur Farbkorrektur und vielleicht für einen Effekt maskieren. Dazu möchte ich auch eine sehr hilfreiche Technik zeigen, wenn ihr ein Motiv oder Objekt habt, das von anderen Elementen verdeckt wird oder sich sogar mit ihnen überschneidet. Wie in diesem Fall die Seile und der andere Wrestler. Ich beginne einfach damit, eine erste grobe Maske vom Wrestler auszuwählen, indem ich mit der Pluspipette auf ihn klicke. Übrigens, als kleiner Tipp für Power-User, du kannst ganz einfach zwischen der Plus- und der Minuspipette wechseln, indem du die Optionstaste drückst. So sparst du dir viele Mausklicks, da du nicht jedes Mal zum oberen linken Rand des Viewers gehen musst, um zu wechseln. Ich lasse auch mal die recht imperfekte Auswahl vorerst so, wie sie ist. Sobald ich meine Referenzmaske habe, kann ich zum Informationsfenster gehen und da ich die magnetische Maske allein und nicht als Teil eines Effekts verwende, auf die Titelleiste der magnetischen Maske klicken, um die erstellte Maske anzuzeigen. Oder ich klicke auf Masken anzeigen, um mir den Alpha-Kanal der Maske anzeigen zu lassen. Diese Schwarz-Weiß-Maske stellt den Alpha-Kanal dar, also die Transparenz des Bildes. Alles, was weiß ist, ist transparent, alles, was schwarz ist undurchsichtig und alles dazwischen ist halbtransparent, je nach Grauton. Vor allem die halbtransparenten Bereiche sind in diesem Modus in der Regel viel einfacher zu identifizieren. Es gibt auch eine farbige Darstellung des Ganzen, was je nach Motiv auch extrem hilfreich sein kann. Aber auf die Schwarz-Weiß-Darstellung zurückgestellt, kann ich in diesem Fall etwas besser sehen, dass es in meiner Auswahl immer noch kleine Bereiche gibt, die ich eigentlich nicht möchte oder vielleicht sogar einige Details, die ich möchte. Und obwohl ich auch jedes der Maskierungswerkzeuge verwenden kann, während ich die Maske so ansehe, werde ich die Pipetten überspringen und die Maskenpinsel für eine schnelle Lösung verwenden. Natürlich wird durch die Verwendung des Pluspinsels Schwarz hinzugefügt, wodurch jegliche Transparenz entfernt wird. Umgekehrt wird durch die Verwendung des Minuspinsels Weiß hinzugefügt, wodurch die Bereiche transparent werden. Und wie bei den Pipetten wird durch Drücken der Optionstaste die Auswahl auf den Plus- oder Minuspinsel umgestellt, je nachdem, welche du gerade verwendest. Dabei steht ein weißer Kreis für den Pluspinsel und ein schwarzer Kreis für den Minuspinsel. Sobald einer der beiden im Viewer ausgewählt ist, wird rechts neben den beiden Schaltflächen ein Schieberegler angezeigt. Mit diesem kannst du die Größe des Pinsels vergrößern oder verkleinern. Aber die Größe des Pinsels beim Hin- und Herschieben nicht sehen zu können, kann sich als unpraktisch und ungenau erweisen. Aber hier kommt ein weiterer kleiner Power-User-Tipp ins Spiel. Wenn du den Kreis, der die Pinselgröße darstellt, über dein Bild hältst und dann bei gedrückter Shift-Taste irgendwo klickst, erscheint ein zusätzlicher roter Kreis. Und wenn du jetzt die Maus nach oben und unten ziehst, siehst du, wie sich die Größe ändert. Wenn wir uns den Schieberegler dabei ansehen, sehen wir auch, dass dies die Größe des Pinsels anpasst. Sobald du die gewünschte Größe gefunden hast, lässt du einfach die Maustaste los und die ausgewählte Größe wird als Pinsel angewendet. Damit kann ich dann meine Maske nach Bedarf verfeinern. Ich kann zum Beispiel den Teil des Seils entfernen, der in die Auswahl einbezogen wurde, und die Maske um seine Füße herum manuell verfeinern und so weiter.
Aber es gibt tatsächlich eine viel einfachere Lösung. Etwas, das eine solche Bearbeitung in der Regel exponentiell einfacher machen wird. Denn vielleicht habe ich einfach nicht das idealste Bild für mein Referenzbild ausgewählt. Nachdem ich euch also all das gezeigt habe, damit ihr alle Werkzeuge versteht, mache ich meine Änderungen rückgängig und kehre zum regulären Bild und meiner ursprünglichen Kontur und Maske zurück. Denn an dieser Stelle ist es immer einen Versuch wert, die Einzelbildanalyse in beide Richtungen auszuprobieren, nachdem man sein erstes, wie in diesem Fall, imperfektes Referenzbild ausgewählt hat. Denn wenn ich zum Beispiel die Einzelbildanalyse nach links klicke, sehen wir, dass Final Cut bzw. die KI einen neuen Versuch unternimmt, das zu erraten, was ich zu maskieren versuche, und die Auswahl verfeinert sich von selbst. Das Seil wird plötzlich ausgeschlossen und seine Füße sind perfekt maskiert. Und sobald ich die Auswahl gefunden habe, die mir am besten geeignet erscheint, drücke ich einfach auf Analysieren, um diese Auswahl auf den gesamten Clip zu übertragen. Und wir sehen, dass mein anfängliches, nicht ganz perfektes Referenzbild auch mit meinem neuen überschrieben wird. Und wieder kann ich danach durch den Clip skimmen und bei Bedarf mit den Pipetten oder Pinseln zurückgehen, um Korrekturen durchzuführen. Aber das hat schon wirklich gut funktioniert. Wie gut dies bei einzelnen Bildern oder sogar ganzen Clips funktioniert, hängt natürlich von verschiedenen Kriterien ab. Dazu gehören die Art des Objekts, das Ausmaß der Bewegung, die Auflösung, etwaige Überlagerung und so weiter. Man kann also nicht erwarten, dass dies beim ersten Versuch in jeder Situation perfekt funktioniert. Aber ich möchte euch eigentlich schnell eine andere Technik zeigen. Eine, die sich in solchen Situationen als viel einfacher und schneller erweisen kann, wenn die Maske zum Beispiel durcheinander gerät, wo der eine Typ anfängt und der andere aufhört. Ein verständlicher Fehler, wenn er mich fragt. Oder vielleicht gibt es ein paar Bilder, bei denen das rote Seil nicht ganz maskiert ist, oder ich möchte einfach sicher gehen, dass es nicht sporadisch wieder auftaucht. Du könntest natürlich einfach Bild für Bild durch den Clip gehen, um diese eine Maske zu überprüfen. Das könnte sich allerdings als mühsam und zeitaufwendig erweisen. Nun, ich werde es mal in dieser ersten imperfekten Auswahl belassen, um einen anderen Ansatz zu wählen. Wir wissen ja, dass wir beliebig viele zusätzliche Masken hinzufügen können. Nachdem ich also potenzielle Problembereiche identifiziert habe, wie zum Beispiel den anderen Wrestler und das Seil, kann ich einfach für beide eine zusätzliche magnetische Maske hinzufügen, indem ich auf die Schaltfläche Neue Maske oben rechts im Viewer klicke. Das mache ich einmal für das Seil, ich mache eine Auswahl mit den Pipetten und analysiere ihn über den Clip hinweg. Übrigens, es erkennt sogar automatisch die anderen Seile und maskiert sie ebenfalls. Ziemlich cool. Dann wiederhole ich das gleiche für den anderen Wrestler mit einer dritten Maske, wobei ich vornehmlich darauf achte, wo sich die beiden überschneiden, zum Beispiel bei seinem Arm und seiner Hand. Der Rest ist nicht ganz so wichtig. Sobald ich fertig bin, kann ich den Clip erneut durchgehen und bei Bedarf kleine Korrekturen oder Anpassungen vornehmen, indem ich wie zuvor die Schaltfläche Alle Masken anzeigen oben rechts oder die Funktion Masken anzeigen verwende. Wobei jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich die Maske erweitern möchte, wenn ich doch nur den einen Wrestler haben möchte. Nun, hier ist der kleine Trick. Sobald ich mit den anderen beiden Masken zufrieden bin, gehe ich einfach zurück zum magnetischen Maskeneffekt im Informationsfenster und kann hier auswählen, dass meine zweite und dritte Maske von der ersten abgezogen werden. Tatsächlich muss also keine der drei perfekt sein, nur in den Bereichen, in denen sie sich überschneiden, um letztendlich eine einzige saubere Maske zu ergeben. Oh, und nur am Rande bemerkt, das Kantenflimmern und Zittern der magnetischen Maske ist bei weitem das geringste, das ich bei diesen Arten von solchen KI-gestützten Masken je gesehen habe. Ich bin sehr beeindruckt. Zu guter Letzt noch ein paar weitere Tipps für Power-User, von denen ich wette, dass ihr sie noch nirgendwo anders gesehen oder gehört habt. Erinnert ihr euch daran, dass ich erwähnt habe, dass das Ziehen eines Effekts in den Viewer in früheren Versionen automatisch den durch maschinelles Lernen gestützten Motion Tracker aufgerufen hat und Dinge wie Objekte und Gesichter zur Auswahl anbot? Nun, während dies immer noch das Standardverhalten für Dinge wie Titel und Bilder ist, wenn ich eines davon in den Viewer ziehe, wie man hier sieht, könnt ihr bei Verwendung eines Effekts immer noch zum Tracker anstatt der magnetischen Maske zurückwechseln, indem ihr ihn einfach bei gedrückter Command-Taste in den Viewer zieht.
Wenn ich beispielsweise in diesem Fall das Nummernschild verpixeln und dafür den Verpixelungsfilter in den Viewer ziehe, können wir sehen, dass das Nummernschild von der magnetischen Maske nicht als einzelnes Objekt erkannt wird. Wenn ich das gesamte Auto verpixeln wollte, wäre dies natürlich die perfekte Lösung. Sonst müsste ich die magnetische Maske anwenden und dann alles aus der Maske löschen, was nicht verpixelt werden soll. Aber das wäre in diesem Fall im Vergleich viel zu viel Arbeit. Denn wenn ich einfach die Command-Taste drücke, wird auf den regulären Tracker umgeschaltet und das Nummernschild als verfolgbares Objekt erkannt. Ich kann es anwenden, die Maske, den Tracker und den Effekt nach Bedarf anpassen, auf Analysieren klicken und bin in wenigen Sekunden fertig. Sehr cool. Wenn du jedoch der Meinung bist, dass du beim Ziehen eines Effekts auf den Viewer standardmäßig lieber einen Tracker und nicht eine magnetische Maske verwenden willst, kannst du einfach mit Command, in die Einstellungen gehen und hier findest du unten im Reiter Allgemein ein Menü, in dem du auswählen kannst, welches Standardverhalten du bevorzugst. Aber wie ich dir gezeigt habe, kannst du so oder so zwischen den beiden wechseln, indem du die Command-Taste drückst. Und Teil 2 dieses Power-User-Tipps: Wenn du nach dem Ziehen eines Effekts in den Viewer feststellst, dass du weder einen Tracker noch eine magnetische Maske möchtest, halte einfach die Shift-Taste gedrückt, wenn du standardmäßig den Tracker eingestellt hast, oder die Command- und Shift-Taste, um den Effekt auf das gesamte Bild ohne jegliche Maske anzuwenden. Es gibt auch kleine Einschränkungen bei der Arbeit mit magnetischen Masken. Da die magnetische Maske, sehr einfach ausgedrückt, als zusätzliche Ebene in den Clip integriert wird, der mit dem Original synchronisiert ist, solltest du, wenn du vorhast, einen Clip mit einer magnetischen Maske neu zu timen, dies unbedingt tun, bevor du die Maske erzeugst. Wenn du versuchst, das Retiming mit einem Clip zu verwenden, auf den eine magnetische Maske angewendet wurde, erhältst du lustigerweise in dieser Version noch in Englisch diese Fehlermeldung, die dir mitteilt, dass es jetzt nicht mehr synchron ist und du eine erneute Analyse durchführen musst. Dies gilt übrigens auch für die Verwendung des Trimmen-Werkzeugs und die Stabilisierung. Außerdem kann es vorkommen, dass die Analysedaten der magnetischen Maske, ähnlich wie die Analysedaten für den optischen Fluss, viel Platz beanspruchen, wenn du sie häufig verwendest. Einige Analysedaten für Masken, die du möglicherweise in der Timeline gelöscht oder überschrieben hast, werden nicht automatisch gelöscht, für den Fall, dass du zum Beispiel auf einen vorherigen Stand zurückgehen möchtest. Wenn du also feststellst, dass deine Mediathek nach der Verwendung der magnetischen Maske unerklärlich groß geworden ist, kannst du deine Mediathek in der Seitenleiste auswählen und dann unter Ablage und generierte Mediatheksdateien löschen gehen. Hier findest du unter den bisher schon verfügbaren Optionen zum Löschen von Renderdateien oder generierten Clipdateien ein zusätzliches Kontrollkästchen zum Löschen nicht verwendeter Dateien der magnetischen Maske. Dadurch werden Daten der magnetischen Maske gelöscht, die derzeit von keinem Clip verwendet werden, um potenziell einige Gigabyte Speicherplatz freizugeben. Das war's mit den umfassenden Informationen zur magnetischen Maske. Hast du es schon einmal mit deinem eigenen Filmmaterial ausprobiert und wie waren die Ergebnisse? Schreib mir gerne was in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, Daumen hoch und Abo, das hilft dem Kanal ungemein. In der Zwischenzeit könnt ihr euch vielleicht das nächste Kapitel dieser Serie hier ansehen oder vielleicht mein Video über die Maske zur Entfernung von Szenen für einen Vergleich. Macht's gut und passt auf euch auf.